Zahlreiche Firmen versprechen uns in der Werbung Revolution. Revolution in der Gesichtspflege, im Streaming, in der Automobilbranche. Doch was heißt das eigentlich? Unter dem Begriff Revolution verstehen wir einen abrupten und tiefgreifenden Wandel, meist innerhalb eines politischen Systems. Genau darum soll es in dieser Reihe gehen. Indem wir verschiedene politische Revolutionen unter die Lupe nehmen, wollen wir sehen, welche Umbrüche gerade die deutsche Geschichte erlebte und wodurch diese bedingt wurden. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Das sind die Schlagworte der wohl bekanntesten aller europäischen Revolutionen. Und damit herzlich willkommen bei unserer neuen Reihe von Focus DHM. In unserem ersten Video befassen wir uns natürlich mit der Französischen Revolution, die noch heute als Wegbereiterin der politischen Moderne gilt. Dabei gucken wir uns ihre Ursache und ihren Verlauf an, aber auch ihre Symbole und Folgen, die auch für die deutsche Geschichte essentiell waren. Wir beginnen im Frühjahr 1789 und mit diesem Bild dazu. Oh, das kenne ich noch aus meinem Geschichtsbuch. Na, dann zeig mal, was bei dir aus dem Geschichtsunterricht noch hängen geblieben ist. Der französische König hatte Anfang Mai 1789 die Generalstände einberufen, damit sie ihm Steuern bewilligen, die er dringend benötigte, um seine Kriegsschulden zu begleichen. Die Generalstände setzten sich aus den 3 Ständen zusammen, die seit dem Mittelalter bestanden. Erstens der Klerus, zweitens der Adel und drittens die Bauernschaft und das Bürgertum. Weil jedoch nur der 3. Stand steuerpflichtig war, verlangte dieser auch ein angemessenes politisches Mitspracherecht. Genau das war ihm aber nicht gegeben, da nach Ständen abgestimmt wurde und nicht nach Köpfen. Das war besonders ärgerlich, weil der 3. Stand ca. 98% der Bevölkerung ausmachte. Das weißt du doch nicht mehr alles aus der Schule. Ich bin halt auch klug. Das ist Ansichtssache. Tatsächlich hatten die Generalstände das letzte Mal 1614, also vor 175 Jahren getagt. Seitdem war Frankreich weitestgehend absolutistisch, allein vom König regiert worden. Die Vertreter des 3. Standes hatten jetzt genug. Sie trafen sich auf eigene Faust am 17. Juni 1789 in der Ballsporthalle in Versailles und erklärten sich selbst zur Nationalversammlung. Sie schworen, dieses Ballhaus erst wieder zu verlassen, wenn Frankreich eine Verfassung besitze. Notgedrungen unterstützte König Ludwig XVI. Diese neu geschaffene Nationalversammlung zunächst und akzeptierte, dass diese die Generalstände faktisch ersetzte. Das sieht man hier. Zwar ist die französische Lilie als Königssymbol noch auf dem Kommandostab zu sehen, aber Ludwig selbst trägt jetzt eine Schärpe mit den Farben Rot, Blau und Weiß. Das sind die französischen Nationalfarben. Ganz genau. Blau und Rot sind die Farben von Paris, der Stadt, in der die Revolution am 14. Juli 1789 offiziell ihren Ausgang nahm. Das Weiß steht für die Bourbonen, das französische Königsgeschlecht. Die Verbindung sollte verdeutlichen, dass die Revolutionäre eine Lösung zusammen mit dem König suchen. Das sieht man auch hier noch. Dabei handelt es sich um eine Fahne der Revolutionstruppen. Erkennst du die Symbole, die auf den König verweisen? Naja, das Weiß, was du eben meintest, und dann steht da Le Roi, also der König auf Französisch. Oh, und die Lilien, die stehen auch für die französischen Könige. Richtig. Und wenn du dir jetzt die andere Fahne hier anguckst, erkennst du, was sich verändert hat? Ja, die Farben sind die gleichen, Rot, Blau und Weiß. Aber die Lilien sind nicht da und auch nicht der Schriftzug Le Roi. Stattdessen sieht man jetzt nur noch die Jakobinermütze als Symbol der Revolutionäre. Richtig. Diese Fahne ist aus dem Jahr 1792. In dem Jahr war es nämlich zum Bruch zwischen König und Revolutionären gekommen. Denn auch wenn sich Ludwig XVI. Öffentlich so revolutionsfreudig gezeigt hatte, unterhielt er heimlich Verbindungen ins Ausland, um seine monarchische Macht wiederherzustellen. Nachdem dies entdeckt worden war, wurde Ludwig als König abgesetzt und 1793 als Hochverräter mit der Guillotine hingerichtet. Frankreich war ab sofort eine Republik. Okay, aber in Frankreich ist doch bis heute der 14. Juli Nationalfeiertag. Über den hast du noch gar nichts gesagt. Am 14. Juli feiern die Franzosen den Sturm auf die Bastille. Diese war eine kleine Befestigungsanlage im Osten von Paris, die seit Anfang des 18. Jahrhunderts als Waffenlager, aber auch als Staatsgefängnis genutzt wurde. Nachdem sich im Juni 1789 die Nationalversammlung formiert hatte, kam es in Paris wegen der hohen Brotpreise zu immer stärkeren Unruhen.
Der Wunsch, selbst nach den Waffen zu greifen, um Forderungen nach Mitbestimmung Nachdruck zu verleihen, wuchs. Daher belagerten am 14. Juli 1789 Pariser Bürgerinnen und Bürger die Bastille, um an die dort gelagerten Waffen zu gelangen. Es kam zur gewaltsamen Erstürmung, bei der 7 Gefangene befreit werden konnten. 90 Menschen kamen dabei jedoch zu Tode. Politisch gesehen ist da jetzt aber nicht so viel passiert. Welche Bedeutung hatte dann aber der Sturm auf die Bastille? Politisch nicht, aber medial erregte der Sturm massives Aufsehen. Zeitungen berichteten darüber, es wurden Grafiken gedruckt und sogar Münzen geprägt. Er wurde symbolisch überhöht und als erstes Aufbegehren gegen die absolute Herrschaft des Königs gedeutet. Neben der kompromisslosen Abschaffung der Monarchie ist die Französische Revolution noch für eine weitere Errungenschaft bekannt, nämlich für die Menschenrechtserklärung. Bereits am 26. August 1789 hatte die Nationalversammlung die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte veröffentlicht. Im Französischen La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Moment mal, L'homme heißt übersetzt Mann. Was war denn mit den Frauen? Es heißt auch Mensch, aber du hast nicht ganz Unrecht. Tatsächlich galten die Menschenrechte nur für steuerzahlende Männer. Frauen hatten kein Wahlrecht, durften keine politischen Ämter besetzen und hatten kein Recht auf Eigentum. So typisch, dass sich mit dem Begriff Mensch der Mann zunächst mal nur sich selbst meint. Schon den Zeitgenossinnen fiel diese Ungerechtigkeit auf. 1791 reagierte die Autorin und Revolutionärin Olympe de Gouges auf die Menschenrechtserklärung und verfasste die Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin. Darin prangerte sie den politischen Ausschluss der Frauen an und forderte unter anderem das Frauenwahlrecht. Das hat sich aber scheinbar nicht durchgesetzt. Erst 1944 wurde in Frankreich das Frauenwahlrecht eingeführt. Olympe de Gouges Stimme wurde tatsächlich missachtet. 1793 wurde sie als politisch Andersdenkende verhaftet und mit der Guillotine hingerichtet. Das hatte wohl auch damit zu tun, dass sie sich mit diesem Mann nicht verstanden hat, Maximilien de Robespierre. Der sieht doch eigentlich ganz nett aus. Da sieht man mal wieder, dass auf äußere Werte kein Verlass ist. Robespierre, der als Antimonarchist mit am lautesten die Hinrichtung Ludwigs XVI. Gefordert hatte, kam 1793 schließlich selbst an die Macht. Dabei war für ihn das effizienteste Mittel, um die neu geschaffene Republik vor der Rückkehr der Monarchie zu schützen, die brutale Unterdrückung Andersdenkender. 1376 Menschen fielen unter seiner Terrorherrschaft der Guillotine zum Opfer. Dabei konnte schon der kleinste Verdacht ausreichen, um jemanden zum Feind der Revolution zu machen. Die Revolution frisst ihre Kinder. Tatsächlich. Dies wurde ihm schließlich selbst zum Verhängnis. Nachdem der Terror vielen Menschen dann doch zu extrem geworden war, wurde Robespierre am 27. Juli 1794 abgesetzt und verhaftet. Nur einen Tag später wurde er selbst hingerichtet, ebenfalls durch die Guillotine. Damit war die Revolution aber noch nicht beendet. Diese Aufgabe kam einem anderen Mann zu. Statt Robespierre regierte nun zunächst ein 5-köpfiges Direktorium über Frankreich. Am 9. November 1799 stürzte der militärisch sehr erfolgreiche General Napoleon Bonaparte mit einigen Anhängern das Direktorium und erhob sich selbst zum ersten Konsul. Am 13. Dezember 1799 erklärte er feierlich: Bürger, die Revolution ist auf die Grundsätze gebracht, von denen sie ausgegangen ist. Sie ist beendet. Wirklich nachhaltig erscheint die Französische Revolution damit aber nicht gewesen zu sein. Mit Napoleon kehrte 1804 das Kaisertum und damit auch die Monarchie nach Frankreich zurück. Das stimmt, aber nur zu einem gewissen Teil. Zwar erklärte sich Napoleon 1804 zum Kaiser der Franzosen, doch führte er mit seinem Gesetzbuch, dem Code Civil, die Idee der Menschenrechte weiter fort. Und mit seinen Eroberungsfeldzügen verbreitete er sie in ganz Europa. Angetrieben von diesen Ideen der Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit begann man sich auch hier in Deutschland mit dem Thema Freiheit und Demokratie zu beschäftigen. Darum geht es in der nächsten Folge.